Remarkable hat zu einem großen Event eingeladen, sehr vollmundig und in wunderschön und liebevoll gestalteter Atmosphäre. Und natürlich war uns allen klar, wir bekommen das Remarkable 3 zu sehen. Und wir haben auch das Remarkable 3 bekommen, aber irgendwie auch doch nicht. Was wir bekommen haben, ist das Remarkable Paper Pro. Mit der vollmundigen Ankündigung, man würde das Paper Tablet nun erneut neu definieren. Tja, auf gewisse Weise war das etwas zu dick aufgetragen. Schauen wir uns daher jetzt an, was ist das Remarkable Paper Pro? Wie hat Remarkable das eigentlich vorgestellt? Denn das lässt auf die Strategie blicken, die dahinter steckt. Und dann klären wir auch noch die Frage, ob sich für dich, für mich als Nutzer, Nutzerinnen des Remarkable 2 oder des Remarkable 1 denn der Umstieg überhaupt lohnt und für wen sich das Gerät empfiehlt. Los geht's. Rein technisch haben wir ein Update des Remarkable 2 bekommen. Und zwar in dreierlei Hinsicht. Einem besseren Display, einem schnelleren Prozessor und einer hochwertigeren Optik. Die vielleicht wichtigste Unterscheidung ist das neue Farbdisplay. Sie nennen es das erste Tablet mit True Color Experience. Aber das ist es doch gar nicht. Ein Tablet mit Farbdisplay als wichtigstes technisches neues Feature, das klingt doch irgendwie vertraut. Ja, und in der Tat, du kannst heute schon Paper-Tablets kaufen, die ein Farbdisplay haben. Aber trotzdem sagt Remarkable, dass sie mit der ersten True Color Experience aufwarten. Wie sich eine True Color Experience vom normalen Farberlebnis auf anderen Paper-Tablets unterscheidet, das wurde nicht so genau gesagt. Es wurde einfach nur gesagt, das ist jetzt die beste. Und dass es jetzt endlich die beste gibt, das ist eine Neuerung. Das Display ist mit 11,8 Inch jetzt 30% größer geworden und der Prozessor soll auch um 40% schneller sein. Darüber habe ich mich zunächst gefreut, denn ja, manchmal könnte das Ruckeln auf dem Remarkable ein bisschen geringer sein, manchmal könnte das Ghosting geringer sein. Remarkable hat aber gesagt, dass diese 40% schnellere Prozessorgeschwindigkeit vor allem dem Schreiberlebnis zugutekommt. Das heißt, in dem Moment, wo ich den Stift über das Papier führe, wird noch schneller reagiert. Tja, okay, ich hatte nicht das Gefühl, dass das Remarkable 2 hier zu langsam reagiert. Die Optik ist jetzt auch nochmal etwas hochwertiger geworden. Das mit diesen Rillen, mit diesen Riffeln da, das soll jetzt an einen Papierstapel erinnern, soll also sozusagen nicht nur das Schreiben noch hochwertiger machen, sondern auch die Haptik soll jetzt noch mehr daran erinnern, dass man hier eine besondere Form von Papier in der Hand hat. Gleichzeitig wurde auch neues Zubehör vorgestellt, insbesondere haben die Folios jetzt mehr Farben und so einen kleinen Riemen, den man drumherum legen kann. Und wenn ich hier jetzt mal ganz kurz das Type-Folio einblende, dann fällt hier vielleicht etwas auf, was mir als Remarkable 2-User so richtig sauer aufstößt. Mehr dazu später. Das klingt doch jetzt eigentlich nach nur so einer mittelgroßen Produktpflege und nicht der großen Revolution. Hat Remarkable dazu dick aufgetragen? Schauen wir doch nochmal, wie es präsentiert wurde, um dann Rückschlüsse auf die Strategie zu ziehen. Um es kurz zu machen, das Ambiente war sehr stilvoll, sehr elegant, sehr hochwertig. Und man hat in 18 Minuten diese 3 Verbesserungen gepackt. Also, was ich ganz vergessen habe zu sagen, das Tablet, das Display hat jetzt auch eine Beleuchtung, sodass du deine E-Books oder deine Dokumente oder was auch immer auch in der Dämmerung noch viel besser lesen und schreiben kannst. Okay, das ist ganz nett. Ich muss aber gleichzeitig dazu sagen, in der Regel schreibe ich bei genügend Licht. Und wenn ich mich abends ins Bett setze, um noch irgendwelche Gedanken zu notieren, dann habe ich meine Nachttischlampe, damit ich in der Dunkelheit, in der Dämmerung auch noch Bücher lesen kann, klassische Bücher lesen kann. Also über die Hintergrundbeleuchtung freue ich mich jetzt nicht so megamäßig. Farbdisplay, größeres Display, hochwertigere Optik, Beleuchtung und so weiter. Also diese paar wenigen Punkte, die hätte man relativ schnell abarbeiten können. Man hat sich hier aber 18 Minuten Zeit genommen. Und immer wieder wurde das Thema Schnelllebigkeit in unserer Welt und die ständige Ablenkung definiert. Es wurde also eine Aufbruchsstimmung verbreitet, die da ungefähr lautete:
Wir erleuchteten Paper-Tablet-User gegen den Rest der hektischen Welt. Wir haben erkannt, dass es so nicht weitergehen kann. Wir stemmen uns dagegen und sind deshalb noch entspannter und noch erfolgreicher. Währenddessen kamen auch Neurowissenschaftler zu Wort, die betont haben, wie wichtig dieses langsame Denken ist, dass ich also nicht hektisch zwischen 3 Anwendungen hin und her springe, sondern mich einfach mal hinsetze und in Ruhe mit meinen eigenen Gedanken Zeit verbringen kann und die niederschreiben kann. Also Remarkable hat natürlich völlig recht damit, dass wir uns gegen diese Aufmerksamkeitsdiffusion stemmen müssen und dass das Remarkable dafür ein wirklich hervorragendes Werkzeug ist. Und das Ganze erinnert irgendwie an Apples Vorgehensweise. Das heißt, es wird ein hochwertiges Präsentationsambiente gewählt, es wird eine Wir-gegen-die-Erzählung gestartet und so ganz nebenbei werden ein paar neue Features erwähnt. Selbstverständlich sind diese Features alle Industry-Leading und ein Expertenteam hat sich unglaublich viel Zeit genommen, um das herauszuarbeiten. Und wie es der Zufall so will, wird jetzt auch noch ein anderer Aspekt von Apple imitiert, denn es bleibt alles hochpreisig und wird noch hochpreisiger. Bei Apple hat mich das immer ein bisschen genervt und bei Remarkable betrachte ich es auch kritisch. Aber natürlich im ersten Moment muss man sagen, es wirkt. Denn du kaufst nicht einfach nur ein Tablet mit tollen Features, dem man den Browser und den App Store weggenommen hat. Nein, du kaufst ein Remarkable. Und das Remarkable ist quasi dein eigenes Retreat, in dem du endlich klar denken kannst. Und nicht einfach nur ein schnödes Paper-Tablet mit Farbe. Ein schnödes Paper-Tablet mit Farbe kannst du bei der Konkurrenz kaufen. Vielleicht ist deshalb die Namenswahl auch nicht einfach auf Remarkable 3 gefallen, denn es heißt Remarkable Paper Pro. Das Remarkable 3 wäre ein Produktupdate gewesen. Und ein Produktupdate, das bewirbt man, indem man sagt, hier sind die neuen Features. Ach übrigens, wir haben jetzt Farbe. Ach übrigens, wir haben jetzt und so weiter. Nein, es ist etwas Neues, Hochwertiges, eine Revolution. Und auch wenn das ein bisschen gemogelt ist, ein bisschen PR-Sprech ist, kann man die Strategie dahinter doch sehr gut nachvollziehen. Denn eben weil du nicht einfach nur ein schnödes Produktupdate kaufst, nämlich das Remarkable 3, sondern die Revolution Remarkable Paper Pro, deshalb kostet es jetzt auch ein bisschen mehr, nämlich 649 €. Das sind, je nachdem welchen Stift du kaufst, zwischen 100 und 149 € mehr als das aktuelle Modell. Der Preis wurde im Video übrigens nicht genannt. An keiner Stelle wurde der Preis genannt. Das hat mich überrascht. Allerdings konnte man dann direkt im Anschluss auf die Website gehen und da war der Preis dann kommuniziert. Erinnerst du dich noch an das Zubehör, wo ich gesagt habe, da hat mir was sauer aufgestoßen? Schau noch mal genau hin. Die Pin-Position ist eine andere als beim Remarkable 2. Die Pins sind jetzt an der Unterseite und nicht mehr an der Seitenkante. Und das bedeutet, dass ich als Remarkable 2 Benutzer mein Typefolio nicht für das Remarkable 3 benutzen kann, denn ich habe hier diese Kante mit dem Pin-Konnektor und da wird das Remarkable Paper Pro einfach nicht draufpassen. Wenn ich jetzt also umsteigen würde, müsste ich mir ein zweites Typefolio kaufen. Mit Stift und Typefolio haben wir beim Remarkable Paper Pro also mal ganz locker die 1000-Euro-Grenze gesprengt. Und da stellt sich die Frage, lohnt sich der Kauf? Fangen wir zunächst mal an, ob sich der Kauf für Leute lohnt, die aktuell ein Remarkable 2 benutzen. Im Video wurde ganz klar gesagt, dass das kleinere Remarkable 2 immer noch gut funktioniert. Und das sehe ich auch so. 1000 € für mehr Farbe, größeren Bildschirm und etwas Licht, das ist es mir im Moment nicht wert, solange mein Remarkable 2, was mir hier gerade als Scripthalter dient, noch gut funktioniert. Und das tut es. Übrigens, irgendwelchen tollen KI-Features wurde bis auf weiteres eine Absage erteilt. Das bedeutet, dass du nicht davon ausgehen kannst, dass die Software, die auf dem Remarkable läuft und dass die Desktop- oder App-Software, mit dem sich dein Remarkable mit deinem Smartphone oder Computer verbinden kann, dass die einen großen Sprung nach vorne macht, der dann Remarkable Paper Pro exklusiv ist. Die Frage bleibt jetzt also noch, lohnt sich das Remarkable Paper Pro für Neueinsteiger? Und hier sprechen wir ja von ungefähr 700 €, die du investieren musst, um ein Remarkable 2 mit Stift und Typefolio, okay, ob man das Typefolio braucht, darüber müssen wir noch separat sprechen, versus 1000 €. Das heißt, hier ist der Unterschied 300 €. Und da würde ich sagen, wenn du über ein Remarkable 2 nachdenkst, kann es durchaus legitim sein,
die 300 € mehr zu investieren und auf das Remarkable Paper Pro zu gehen. Aber ob sich das Remarkable überhaupt lohnt, egal ob Remarkable 2 oder Paper Pro, das klären wir in den folgenden Videos dieser Playlist, denn ich habe viel zu sagen, viel zu erzählen von verschiedenen Blickwinkeln, wie du in einem produktiven Use Case mit dem Remarkable arbeitest. Für den Moment aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin gespannt. Schreib mir in die Kommentare, was hältst du vom Remarkable Paper Pro? Ist es die Revolution? Und war das nicht vielleicht sogar schon das Remarkable 2? Wirst du umsteigen und so weiter? Ich freue mich auf die Diskussion.